Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge beim Christsein im Business. Wir haben uns wieder einen spannenden Gast eingeladen. Ich hatte das Glück, im Januar beim Vortrag beim Faktor C einen wirklich guten Vortrag zu hören und eine nette Frau kennenzulernen, die Doris. Und während des Vortrags habe ich schon gedacht, das wäre eine super Stimme für unseren Podcast. Und gedacht, gemacht. Ich habe sie gleich gefragt an dem Abend noch, ob das vielleicht was wäre. Und heute bist du hier. Herzlich willkommen. Doris, stell dich doch einfach kurz selber mal vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau, ich heiße Doris Mosberger, wohne im Raum Herrnhut, arbeite bei den Herrnhuter Sternen, so als Sekretärin des Hauses. Bis letztes Jahr im März war ich noch die Sekretärin vom Chefsekretärin. Genau. Ja, soweit. Genau. Erzähle mal, wo du das erste Mal so die Berührung gehabt hast zu Jesus. War das in deiner Kinderzeit oder war das später? Oder wie bist du in einem christlichen Haus aufgewachsen? Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und wir sind auch regelmäßig Gottesdienst und Kindergottesdienst gegangen. Aber ich glaube, dass jeder zu der Entscheidung kommen muss, dass er selber prüft und selber zu einer Beziehung zu Jesus findet oder zu Gott und nicht nur an dem Glauben seiner Eltern festhält. Und bei mir war es so, dass ich damals 10 Jahre alt war und war gerade in Nürnberg eine Pro-Christ-Evangelisation mit Billy Graham damals. Und da wurde ich dann am 2. und 3. Abend mitgeschleppt. Genau, das weiß ich noch. Mein Onkel saß neben mir und hat die ganze Zeit voll für mich gebetet. Und am 2. Abend habe ich mich noch nicht getraut. Beim Ende sind ja immer die Bekehrungsaufrufe. Und da habe ich mich noch nicht getraut mit 10 Jahren. Ne? Die Kirche ist voll und dann soll man nach vorne gehen und man ist aufgeregt und dann so, nee. Aber mein Herz hat so gepumpert. Ich wusste, ich muss nach vorne beim 3. Abend dann. Und genau, und dann habe ich das Übergabegebet gesprochen und kurz drauf wusste ich auch dann sofort, dass ich auch getauft werden möchte. Genau, und dann wurde ich dann mit 11 Jahren getauft. Genau. Ja. Und wie bist du dann in die schöne Oberlausitz gekommen? Soweit ich jetzt mitgekriegt hatte, stammst du ja nicht für den Herrnhut jetzt. Genau. Also ich bin in Frankfurt geboren. Und dann habe ich eine Zeit lang in Bayern gelebt, da bin ich aufgewachsen. Und dann bin ich damals, ich habe damals Einzelhandelskauffrau und Handelsfachwirtin gelernt und habe mich dann, in meiner Jugend habe ich mich eigentlich so von Gott entfernt oder nicht das Leben gelebt, das man hätte leben sollen mit ihm. Und als ich dann wieder zurückgefunden habe, da habe ich dann wirklich gebetet, so dass ich wirklich Gottes Willen auch in meinem Leben machen möchte und hat dann das Empfinden, dass ich halt in den Dienst möchte, irgendwo in die Mission oder mehr für Gott machen möchte. Und dann bin ich nach Herrnhut gekommen, zur Jugend mit einer Mission damals. Genau. Okay. Wenn du jetzt so in deine Jugendzeit zurückdenkst und in diese Phase, wo du dann Jesus wieder gefunden hast, in welchen Vereinigungen hast du dich dann angeschlossen? Sehr gut. Also durch Bekannte damals. Ich habe damals in einer Disco einen jungen Mann kennengelernt, der mich dann zu seinem Geburtstag eingeladen hat. Und das war dann damals in der Landeskirche. Und gleichzeitig war da aber auch so ein jungen Erwachsenerkreis, wo dann auch welche von der Freien Evangelischen Kirche waren. Nicht Kirche, Freie Evangelische Gemeinde. Und dann bin ich da auch ab und zu dann hingegangen. Also die waren auch recht nah, das waren nur 3 Straßen voneinander entfernt. Genau. Und dann bin ich da erstmal hingekommen. Aufgewachsen bin ich aber in der Baptistengemeinde damals durch meine Eltern. Genau, also ich habe schon viele verschiedene Gruppierungen, seitdem auch im Charismatischen oder ich war auch schon mal, also nicht Mitglied, aber ein paar Mal auch in der katholischen Kirche. Also ich habe schon so ein Herz für den ganzen Leib. Ja. Du hattest ja erzählt, also warst mit Jugend mit einer Mission in Herrnhut. Aber dann bist du ja da nie geblieben, wenn du sagst, es ist ja jetzt, du bist bei den Herrnhuter Sternen. Genau. Wie ist das dann weitergegangen? Also ist dann dein Leben sozusagen nochmal in andere Bahnen gerückt? Ja, ganz stark eigentlich. Also ich bin dann von Jugend mit einer Mission
manchmal hat man, also ich finde es halt spannend, wie Gott halt einem das Denken auch, oder man sich halt mit der Zeit auch entwickelt oder reifer wird. Und damals habe ich halt wirklich gedacht, man muss eine Vollzeitmission nach Afrika und da irgendwie was machen, um halt Gott richtig schön dienen zu können. Und mit der Zeit habe ich dann mehr und mehr mein Denken wurde einfach verändert, dass wir eigentlich überall Gottes Gegenwart haben können und ihn auch bringen können, ne? So. Und das fand ich halt total toll, dass eigentlich da, wo uns Gott beruft, wir Christsein leben dürfen und können. Genau. Und dann bin ich damals nämlich dann nach Jugend mit einer Mission habe ich eine Zeit lang noch ein Gemeindepraktikum gemacht und danach habe ich noch beim Bäcker gearbeitet und dann wiederum hat es mich dann nach Amerika verschlagen. Auf 2 Jahre habe ich dort eine Bibelschule besucht. Genau. Und das war auch eine tolle Zeit. Genau. Wir sind nachher, warum Amerika Bibelschule und wie hast du das finanziert 2 Jahre lang? Haha, gute Frage. Also Amerika, die Bibelschule, weil das war seit Jahren war das einfach was, weil ich die Bibelschule so langsam kennengelernt habe, damals durch YouTube, durch einen Film, was die so leben. Und die leben ihren Glauben einfach total frei und offen. Und das hat mich damals so fasziniert. Und dann habe ich einen Leiterschaftskurs von ihnen online gemacht. Und dann wusste ich, genau, und dann irgendwie sind dann ganz viele Sachen in dem Jahr dann auch passiert in meinem Leben, wo ich dann einen Traum hatte und verschiedene Sachen. Und da wusste ich dann, okay, ich glaube, ich würde mir das gerne mal anschauen. Und mir dann damals für 2 Wochen bin ich dann nach Amerika, habe mir das dann angeschaut und in der Zeit wusste ich ganz genau, ein Tag nach dem anderen, dass ich dann diese Schule machen möchte. Finanziert habe ich das erste Jahr durch ein Darlehen von einer guten Freundin in Zinsfreies, das ich dann auch danach zurückgezahlt habe. Und das zweite Jahr war aber so, da hatte ich dann wirklich kein Geld mehr, weil natürlich dann so eine Schule ist nicht günstig, plus auch die Unterkunft, das war in Kalifornien, die kostet einiges, plus Flug und allem drum und dran braucht man schon so 15.000 bis 18.000 Euro für ein Bibelschuljahr. Und da habe ich wirklich also nicht das erste Mal, ich habe es davor schon probiert, aber noch nicht so stark erlebt, dass Gott einen wirklich versorgt, wenn man seinen Weg geht. Also das fand ich sehr, sehr ermutigend. Und es war nicht nur so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte halt irgendwie auf einer Matratze irgendwo in der Ecke schlafen oder egal was, sondern ich habe schon auch gesagt, so, okay Gott, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich einfach auf ein paar Sachen habe, wie ich gerne leben würde und das wäre schön und ich habe es ihm einfach nur immer wieder hingelegt und auch gebeten, dass ich in diesem Jahr ganz, ganz viel von seiner Versorgung erlebe und es auch aus meinem Leben so ein bisschen, also es hat mein Leben seitdem wirklich verändert, diese Zeit, um einfach da wirklich auch freier zu werden von diesen Sorgen von Finanzen oder ihn auch besser kennenzulernen als Vater, der einen versorgt. Genau. Hat ja ganz gut funktioniert. Finde ich sehr genau. Spannend eigentlich. Also das hat mich damals in dem Vortrag auch schon fasziniert, dass du da wirklich diese Führung gespürt hast, dass das dann wirklich, dass man sich da auf Gott verlassen kann eigentlich. Genau. Und nach der Bibelschule dann bist du dann aber nicht direkt nach Herrnhut zurück oder doch genau. Noch nicht direkt in die Sterne, oder? Nein, eben noch nicht. Genau. Ich hatte noch 4 Monate, wo ich einerseits auch noch Einsätze gemacht habe mit der Bibelschule hier in Europa und andererseits aber auch auf Jobsuche war. Und da war das dann ganz klar. Also in der Bibelschulzeit habe ich auch wieder 3 Träume nacheinander gehabt. Ich habe Gott gefragt, in welche Richtung es danach gehen soll. Und da wurde ganz klar bestätigt, diese 3 Folgeträume, dass ich halt wieder ins Business berufen bin, in Marketplace, also in die Wirtschaft. Und genau, und dann habe ich auch noch ein prophetisches Wort zum Schluss bekommen, dass ich mit einem starken geistlichen Leiter und einem reichen Team zusammenarbeiten werde und wusste ich damit halt gar nichts anzufangen am Anfang. Und dann habe ich Gott einfach das nur hingelegt, habe gemeint, Gott, ich suche jetzt einen relativ gut bezahlten Job oder wie auch immer, ne, so, damit auch meine Schulden vom ersten Jahr abzahlen kann, aber auch, ne, dass man gut leben kann und genau, und da jetzt auch einfach Genau. Und das war dann echt spannend. Dann habe ich das Gott hingelegt und gesagt, wenn er bis Oktober hier mir keine Tür öffnet, dann würde ich zurück nach Bayern gehen. Und dann war das wirklich so. Eins nach dem anderen hat sich dann ergeben, dass ich dann eigentlich nur zur Saison dort arbeiten wollte bei den Herrnhuter Stern im Oktober. Geht ja die Weihnachtssaison los, brauchen sie ganz viele Leute in der Produktion. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann in der Produktion angefangen habe. Am 3. kam die Produktionsleiterin auf mich zu, dass ich ein Gespräch mit dem Chef führen soll. Und dann bin ich hoch in die Verwaltung gekommen und dann kurz drauf wurde ich dann eingesetzt als Chefsekretärin. Also ich habe mich, glaube ich, nie auf die Position beworben, aber
genau. Und seitdem bin ich dort. Hm. Warum jetzt Herrenhut? Es gibt ja andere Missionshäuser oder andere christliche Arbeitgeber auch in Westdeutschland. Warum jetzt ganz speziell Herrenhut und warum auch Ostdeutschland? Ja, also es hat zweierlei Sachen. Einmal so dieses private. Ostdeutschland hat mir damals wirklich auch gefallen. Meine Eltern sind aus Ungarn und wieder nach Ungarn zurück. Und das ist so ein bisschen, finde ich, hier so diese Mitte für mich, ne, zwischen der ungarischen Kultur und der westlichen Kultur, wo ich dann halt auch gelebt, also deutsch-westlichen Kultur, fand ich einfach sehr gut. Aber dann habe ich auch gehört, dass eigentlich hier, so statistisch gesehen, habe ich damals mal gehört, dass hier eigentlich in der Oberlausitz so die wenigsten Christen oder die meisten unerreihtesten Menschen leben. Das habe ich damals mal gehört in der Missionsschule. Und das fand ich irgendwie so spannend, wo ich gedacht habe, so ja, dann ist es ja auch so eine Art Missionsfeld hier. Genau. Und daher, ja. Und ich finde es halt spannend, so wenn man Gott auch Sachen hinlegt, wenn man merkt, dass er auch Herzenswünsche ernst nimmt. Also das fand ich halt auch immer wieder spannend. Daher, wie gesagt, ich habe es ihm hingelegt. Wenn er bis Oktober mir keine Tür geöffnet hätte, dann wäre ich wieder nach Bayern. Genau. Nochmal reingehen. Also ich habe vor kurzem vom ICF in Lahr einen sehr guten Gottesdienst gehört. Es ist wohl um die Wahl gegangen, um welche Partei, nicht um welche Partei man wählt, sondern dass man es Gott geben soll, wen man wählen soll, und das richtige Kreuz zu machen. Und deswegen ist natürlich auch in diesem Gottesdienst gesagt worden, dass in Äthiopien zurzeit Menschen ausgebildet werden, die nach Deutschland kommen, dass hier wieder missionarisch unterwegs ist, dass man wieder zurückkommt und zurückfindet zum Glauben, ja. Und man merkt ja in Deutschland auch anhand dieser ganzen Kirchenaustritte, das vielleicht auch nicht nur mit finanziellen Nöten zu tun hat, sondern auch ein Wegkommen von der Kirche. Ja, ich glaube, ein großes Missionsfeld ist hier in Deutschland, nochmal zu zeigen, wie die Liebe Jesus wirkt bei uns. Ja. Ja. Und wie siehst du das? Hast du jetzt in deinem persönlichen Umfeld außerhalb von Herrenhut hier schon Kontakte knüpfen können? Oder sagst du, ja, in der Firma möchte ich das nicht machen, die sollen auf mich zukommen, wenn sie was wissen wollen? Oder wie handhabst du das? Ah, das ist eine gute Frage. Also auf verschiedenen Ebenen. Ne? So in der Firma ist es so, als ich damals halt angefangen habe, mein Chef wusste damals halt auch ein bisschen um meine Vergangenheit, und er hat dann auch gesagt, wir sind halt offiziell, die Firma ist halt keine Kirche oder kein Missionsfeld. Ne, so. Und das verstehe ich auch. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und ne, so, dass man da, genau. Aber natürlich, also die meisten wissen, eigentlich glaube ich alle, also ich halte es auch nicht jemanden vor, dass ich Christ bin, dass ich das lebe, und ich habe ab und zu mal echt gute Gespräche, wenn sie es halt ergibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das allen immer mit dem Hammer irgendwie drauf oder ja, ich finde es nicht gut, wenn man auch die ganze Zeit irgendwie verurteilt oder den Leuten sagt, wie sie besser leben sollten. Genau, daher, ja, wenn sich gute Gespräche ergeben oder gerade, wir hatten 1, 2 Todessituationen auch, da sind halt die meisten Menschen dann auch ein bisschen offener, weil sie dann ein bisschen, glaube ich, wie soll man sagen, gefasster sind oder sich ein bisschen vielleicht mehr Gedanken übers Leben machen oder vielleicht einfach nur an einem, im Englischen würde man sagen vulnerable, an einem verletzlichen Punkt. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, ne? So. Und da waren dann manchmal richtig tiefe Gespräche. Es war auch schön, genau. Ja. Und ja, das war ja jetzt praktisch der Part in der Firma, und wie lebst du das außerhalb der Firma? Genau, außerhalb der Firma. Genau, vielen Dank. Genau. Außerhalb der Firma ist es so, dass ich halt jetzt die letzten 2 Jahre im Alpha-Kurs mitgemacht habe. Alpha-Kurs ist so ein Starterkurs, für die es nicht kennen, für meistens nicht Bekehrte oder die halt mehr vom Glauben wissen wollen. Da mache ich praktisch mit, um ein bisschen mit den Leuten hier aus der Gegend auch was zu tun zu haben. Genau. Oder dann einzelne Familien, die man halt so kennt, dass man die halt unterstützt oder auch mit den Nachbarn ins Gespräch kommt. Genau. Und natürlich ja auch in der Gemeinde durch den Hauskreis. Ja, genau.
Das Lustige ist, muss ich noch dazu erzählen, ja, das Lustige ist ja, wir haben ja den Podcast vor einer Woche schon mal aufgenommen und haben dann am Ende festgestellt, dass wir die Aufnahme vergessen haben zu drücken. Und hatten dann wirklich im sagenhaften guten Podcast oder auch ein ganz tolles Gespräch. Und in diesem Gespräch haben wir uns auch über Nachhaltigkeit gesprochen. Und erzähl mal das Beispiel, was die Kathleen dann aufgeführt hat. Es war sehr spannend. Genau, also ich meine jetzt, wie wir die Sterne, wie wir das nachhaltig machen in unserer Firma. Nee, das war das mit dem Kalender. Die Kathleen erzählt es nochmal, ja? Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich, worauf ihr hin was. Adventskalender, genau. Genau. Ja, also wir haben vor 3 Jahren war das, glaube ich, haben wir einen Adventskalender angefangen und wir haben leider dann, als die Adventskalender, die ganzen Verpackungen schon kamen und teilweise auch schon verpackt waren, haben wir festgestellt, dass die Zahlen fehlen von 1 bis 24 und dann haben wir uns halt einfach nur so Klebezettelchen nachbestellt, die wir dann halt aufgeklebt oder einfach nur dazu getan haben, dass das die Kunden genauso was. Die Kunden konnten sich dann selber aufkleben. Genau, und ja, bevor wir alles wieder einstanzen, wegschmeißen oder neue Verpackungen, Tausende von Stück bestellen, haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, dass wir einfach, wir haben einfach auf ein Blatt geschrieben, dass die sich das selber aufkleben können und genau, waren wir ein bisschen nachhaltig. Jetzt mal die Frage, wie weit ist für dich Nachhaltigkeit als Christ wichtig? Auch sehr gute Frage. Also ich habe da auch schon Gespräche gehabt mit verschiedenen Freunden. Das ist sehr, sehr interessant, weil Nachhaltigkeit ist schon was man ja auch merkt mit der Zeit. Ne? Die ganzen Elektrogeräte gehen viel, viel schneller kaputt. Ne? So, wo kauft man ein und. Für mich persönlich merke ich schon, dass Nachhaltigkeit einerseits wichtig ist und andererseits bin ich schon manchmal faul und bestelle dann bei Amazon. Aber was ich merke ist, also für mich allgemein, Nachhaltigkeit hat ja jetzt nicht nur was damit zu tun. Klar, unsere Entscheidungen jetzt, wie wir leben, haben natürlich eine Auswirkung allgemein auf die Umwelt. Aber ich finde allgemein, dass wir auf die Umwelt besser Acht geben sollten. Genau, ich will nicht politisch werden. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Richtige, aber genau, so wo ich mir denke, ja, man kann Nachhaltigkeit, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden, wie er es am besten lebt. Also indem man vielleicht wirklich noch, ich habe ein älteres Auto, weil ich es einfach auch praktisch finde, genau, dass man so lange fährt und nicht alle 2-3 Jahre ein neues Auto sich jetzt holt. Aber es muss auch, wie gesagt, jeder selber für sich wissen. Oder alte Elektrogeräte tüftle ich selber gerne mal rum, bevor ich es einfach nur wegschmeiße, mir ein neues kaufe. Ich versuche schon auch so gerade mein Bio und Obst und Gemüse einfach hier wirklich auch vom Biohändler zu holen. Also ich habe schon ein paar Sachen, wo Nachhaltigkeit mir wirklich wichtig ist. Aber wie gesagt, manchmal, gerade wenn man dann hier eher weiter außen lebt, wo man jetzt nicht ganz schnell mal zu einem Elektro-Großhandel gehen kann oder sonstiges, dann bestellt man sich halt doch mal was bei Amazon, ja. Genau. Jetzt nochmal Rückfragen. In der Firma seid ihr dann auch sehr nachhaltig. Dann habt ihr ja den Apfelsaft und die Getränke von der Kathleen, oder? Das ist doch eine gute Idee. Aus der Region. Unten im Restaurant, von wem wir die Getränke beziehen. Genau. Aus der Region. Also was wir wirklich gemacht haben, ist jetzt vor einem Jahr, glaube ich, wir haben Wasserspender für die Mitarbeiter eingebaut. Also 2 verschiedene in den Gebäuden, wo wir einfach uns immer wieder jeder Mitarbeiter hat eine Flasche bekommen und die kann er sich immer wieder auffüllen. Und das fand ich eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, einfach das Leitungswasser zu nehmen und dann mit Kohlensäure zu versetzen, wenn man es will oder auch nicht will. Stattdessen, dass man halt immer wieder Getränke dann halt schleppen muss oder wie auch immer. Aber ja, auf jeden Fall. Nachhaltigkeit haben wir aber in anderen, zum Beispiel in der Produktion. Das ist ganz interessant, finde ich. Wir haben ja unsere Kunststoffsterne, wie auch unsere Papiersterne. Und unsere Kunststoffsterne zum Beispiel, wenn die gespritzt werden, sind halt auch immer noch Reste, auf denen sie rauskommen, die verschiedenen Zacken. Und die zum Beispiel nehmen wir wieder, granulieren sie ein oder die alten Zacken, die dann irgendwie beschädigt sind oder sonstiges. Also da schauen wir schon drauf, dass wir so gut wie möglich das auch wieder verwerten können. Oder auch bei den Papiersternen zum Beispiel, da gibt's ja die Rähmchen, wo die Zacken drin sind und die werden ja auch rausgestanzt und dann zum Beispiel haben wir diese Stanzteile, die wir jetzt zum Beispiel zum Puzzle auch verarbeitet haben, um im Adventskalender oder auch so zu verkaufen oder spenden dann auch die Papierteile Kindergärten, die sie dann zum Basteln mitverwenden. Genau. Also wir haben
dem Jahr unsere Kunden Herrnhuter Sterne verschenkt. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch kleine Bäume verschenkt zum Pflanzen. Ja, die Elsbeere haben wir dieses Jahr wir haben über 200, um die 200 Elsbeeren haben wir verschenkt an unsere Kunden. Ja, und da waren die auch sehr begeistert. Also zum Thema Nachhaltigkeit. Kathleen, was hast du zum Thema Nachhaltigkeit gemacht zu Weihnachten für deine Kunden? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir versuchen eigentlich generell halt das eher in Produkten umzusetzen, sozusagen, dass die Kunden was haben, was sie verbrauchen können. Wir hatten dieses Jahr zum Beispiel in Wien einen neuen Glühwein entwickelt, also der praktisch, den es so noch gar nicht auf dem Markt gibt, den haben wir als Geschenke im Verkauf, also das ist wirklich sozusagen die einzelnen Kunden gekriegt haben. Und meine Mitarbeiter, die kriegen dann auch so präsente Körbe, eher, also nicht ein Korb, nee, aber schon so regionale Produkte von den verschiedenen Herstellern, die wirklich hier vor Ort ihre Produkte erzeugen und solche Sachen, so dass man halt dann wirklich was hat, was zum Verbrauchen ist, nicht immer irgendwie was zum Hinhängen und Hinstellen und Tassen und Tippel, das haben viele halt schon im Schrank stehen und deswegen sag ich lieber was Praktisches, was man dann auch so verwenden kann. Genau. Toll. Ja. So, Kathleen, deine nächste Frage. Ja, geht ja ums Christsein im Business und du bist ja nur aus Herrnhut. Spielt bei euch in der Firma die Herrnhuter Losung auch eine Rolle oder ist das jetzt wirklich komplett außerhalb der Firma oder ja, wie ist das da in der Firma? Geht ihr da mit den Führung und solche Sachen, spielt das da ja bestimmt eine Rolle, wenn die Besucher kommen, oder? Genau, also wir haben die Herrnhuter Losungen, die wir auch verkaufen. Dann haben wir jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, auch die Comenius-Buchhandlungen mit unter den Herrnhuter Sternen. Und dadurch haben wir die dann auch in unserem Lager. Genau, also die kommen dann zu uns sozusagen und dann durch uns verschicken wir sie dann auch in der Comenius-Buchhandlung jemand die bestellt. Genau. So mal in die Zukunft schaust. Also zurzeit interessiert mich immer so die Zukunft. Wenn du jetzt sagst, okay, was möchtest du jetzt als Christ für andere Menschen in der Zukunft noch erreichen? Oder was möchtest du überhaupt vor Ort erreichen, ja? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ja, ich glaube, daran müsste ich selber auch noch mehr arbeiten. Aber wenn ich wirklich so anschaue, was ich mir wünsche hier für die Gegend oder für Herrnhut und für die Stadt, dass wir schon auch, also auf jeden Fall, dass wir Gott kennenlernen. Das ist mein Herz wirklich, weil ich weiß in meinem eigenen Leben, wie auch von ganz vielen Freunden, dass man so eine Veränderung durch Gott, man findet Hoffnung, man findet Freude. Ich habe eine gute Freundin, die ist von einer 2-fachen Depression inzwischen geheilt worden. Und das war jetzt nicht nur ein bisschen irgendwie Niedergeschlagenheit, sondern die hatte wirklich, war jahrelang im Bett gelegen, weil sie wirklich starke Depression hatte. Und Gott hat sie dann wirklich geheilt, durch einen Prozess von einem Jahr ungefähr. Und dann zu sehen, hey, wenn es Gott bei einer Person schafft, kann er noch viel mehr machen, ne? So auch bei anderen Personen. Und das ist schon was, wo ich mir wünsche, dass wir allgemein, ja, schon, also wir sind ja nicht nur Christ und dann war's, Punkt, ne? So, okay, jetzt haben wir Jesus im Herzen, sondern ich glaube schon, dass wir den Himmel schon jetzt teilweise hier auf Erden erleben dürfen, ne? So, und dafür beten dürfen immer wieder auch, ne? Also genau, da wo Gottes Reich ist, steht ja in der Bibel auch drin, ne? In Römer 14, ist ja Gerechtigkeit, Freude und Friede. Und das finde ich immer total spannend. Also das wäre wirklich mein Herz so hier für die Gegend oder mein Wunsch, dass noch mehr Menschen wirklich Gott erkennen und nicht nur ihnen wirklich mit einer lebendigen Beziehung auch begegnen und nicht nur irgendwie, weil oft, ich merke das halt, dieses Christsein ist manchmal so verpönt und ich kann es auch verstehen durch verschiedene Situationen oder auch Vergangenheit, dass man manchmal auch wirklich einen falschen Blick oder Gott als den richtenden alten Mann irgendwo sieht oder langweilig und ne, so, warum soll ich mein Leben ändern? Aber das ist wirklich mein Wunsch, dass man ihn erkennt, so wie er wirklich ist und nicht nur als nicht nur eine Art Religiosität, die ich irgendwie ausleben muss, damit ich ein besserer Mensch werde. Genau. Ja.
Du hattest gerade jetzt so eine Bibelstelle schon gesagt, gibt es da noch mehr so Bibelstellen, die dich jetzt begleiten in deinem Leben, in deinem Umfeld, oder wo du sagst, das würde ich gerne jemandem weitergeben, das bewegt mich? Ja, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Bibelstellen, die halt immer auch ansprechen oder in bestimmten Wegzeiten auch begleiten. Ich finde es auch ganz spannend, dass ich halt auch immer wieder nach Bibelstellen frage, so dass Gott mir ein Wort gibt für dieses Jahr oder wie auch immer. Dieses Jahr zum Beispiel hat er mir gegeben, du krönst das Jahr mit deinem Gut. Das war richtig schön, wo ich gedacht habe, so okay, bin mal gespannt, was dieses Jahr passiert. Aber eins, was ich auch toll finde, ist Nehemia 8,10, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das merke ich halt immer wieder so, dass wir halt diese Freude und diese Hoffnung im Herzen, das macht schon einen Unterschied, so wenn wir in diese Freude reinkommen dürfen. Das ist eins. Dann auch ein anderes ist Jesaja 41,10, dass er uns segnen möchte, damit wir ein Segen werden können. Das finde ich auch immer ganz schön, genau. Ja. Hätte ich eine spannende Frage, wenn du jetzt in den USA in der Bibelschule warst, hast du dann auch schon Besucher gehabt aus deiner Bibelschule hier in Herrenhut? Ja, hatte ich wirklich. Und es ist ja auch eine relativ große Schule, daher gehen auch immer wieder Deutsche dorthin und daher treffen auch sich einmal im Jahr die Deutschen dann immer wieder sich einfach auch wieder Input oder so eine kleine Konferenz zu haben. Aber ich hatte wirklich aus Amerika inzwischen schon einige Gäste hier. Also ich habe damals auch durch eine Gebetsgruppe ältere Damen kennengelernt, die mir dann auch dort geholfen haben und so ein bisschen geistliche Mütter auch für mich sind. Und die haben mich inzwischen schon alle besucht, abwechselnd. Die eine wollte dann unbedingt nochmal kommen, das ihr Mann auch nochmal zeigen. Das war dann jetzt vor 2 Jahren. Das war auch richtig schön. Die haben auch einen Missionseinsatz gemacht durch Polen und Europa und dann sind sie 3 Tage bei mir gewesen. Genau, also es ist immer wieder schön, dann einfach auch solche Erlebnisse zu haben. Genau, ja. Das ist sicher spannend. Ja, also in deinem Alter wäre ich nicht mehr von Amerika zurückgekommen. Aber ich bin damals mit dem Gedanken hin, um vielleicht auch dort zu bleiben. Aber im 2. Jahr ist dann meine Oma verstorben. Und dann habe ich wirklich danach viel überlegt, wo ich gedacht habe, so nee, meine Familie, ich kann mich jetzt ins Auto reinhocken und ich bin innerhalb von ein paar Stunden bei ihnen. Und sogar wenn ich dann eine eigene Familie habe und dann jedes Mal mit Kindern im Flugzeug, habe ich mir gedacht, so nee, kann ich mir nicht vorstellen. ich bin ja dreisprachig, ja. Ich kann Schwäbisch, ich bin im Schwäbischen aufgewachsen. Ich habe 13 Jahre in Bayern gewohnt, ich kann also noch ein Stück Bayerisch, ja. Und jetzt lebe ich seit fast über 30 Jahre in Sachsen, jetzt kann ich auch noch Sächsisch, ja. Ja. Also mit Englisch kann ich nicht so, ja. Da habe ich auch einen Englischkurs gemacht, in der Schule war ich nie gut, ja. Und wo wir nach Amerika geflogen sind, haben wir den Google-Übersetzer genommen, ja. Und das ist praktisch in jedem Land, genau. Und die Amerikaner sind ja wahnsinnig hilfsbereit. Ja, ich habe ja dann, wo wir drüben das erste Mal mit meiner Frau, also das erste Mal habe ich meine Schwiegertochter mitgenommen nach New York auf eine Studienreise. Und die war vorher im Englischkurs aber die hat sich nicht getraut zu sprechen, ja. Wir sind aber trotzdem durchgekommen. Und beim zweiten Mal war ich mit meiner Frau alleine, da habe ich in der Facebook-Gruppe geschrieben, German in San Francisco, ja, wenn ich Hilfe brauche, wer mir da helfen kann. Und dann hat mir die Kerstin Weidmann geschrieben, die hat in San Francisco die deutsch-amerikanische Gemeinde geleitet. Oh, okay. Wenn ich Probleme habe, soll ich bei ihr melden. Ich könnte also sonntags im Gottesdienst kommen und dadurch ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden. Ach, schön, toll. Wir waren ein Jahr später wieder bei ihr mit meinem Dirk zusammen und haben dann in Amerika, wir 2 verrückte Unternehmer, eine Buchlesung gemacht. In Deutsch oder in Englisch? Im Gemeindesaal in Amerika vor Deutschen, ja. Das ist okay, schön. Ja. Ja, die deutsche Kultur lieben sie ja. Ich habe mich damals sehr, sehr gewundert, weil wir waren im Einkaufszentrum und ich höre bayerische Musik und denke mir, was ist denn hier los? Und dann bin ich um die Ecke gegangen und dann waren wirklich Amerikaner in Dirndln, in Trachten und haben dann deutsches Essen angeboten. Also die lieben und feiern die deutsche Kultur, ja. Ja, wir waren in San Francisco, waren wir dann am Oktoberfest, am amerikanischen, und da haben wir dann für die Maß Bier, glaube $30 bezahlt. Wow.
Bisschen teurer wie auf dem Oktoberfest. Ja, ich habe Oktoberfest gemacht, ja. Das war ich schon mal in dem Lokal, ja. Und die haben in der Nähe vom Strand, so ein Strandhotel, also Gaststätte, und da haben die $30 verlangt fürs Bier. Naja, okay, sie müssen es importieren. Es war wahrscheinlich richtig deutsches Bier, ne? Ja, genau. Ja, Das genau. ist ihr wahrscheinlich. Da hat Trump seine Strafzölle drauf gehabt, ja. Damals schon. Aber eine schöne Zeit, ja. Kathleen, warst du auch in Amerika? Nee, bis nach Amerika habe ich es noch nie geschafft. Aber in Kanada war ich tatsächlich. Genau, das war so mein Traum, mal nach Kanada zu fliegen. Und jetzt auch schon eine ganze Weile wieder her, aber das habe ich mit der Freundin damals gemacht. Und mein Englisch ist auch nicht wirklich so super. Aber man merkt, wenn man da irgendwie gezwungen ist, Englisch zu sprechen, dann wird es natürlich besser. Aber das war auch schon eine spannende Zeit. Also da haben wir auch verschiedene Gottesdienste besucht, aber das war wirklich so eine touristische Geschichte. Also eigentlich wirklich das Land so ein bisschen kennenlernen. Und meine Freundin, die war da auch mit Jung mit einer Mission. Die kannte dadurch ein paar Leute, wo man dann halt direkt einen Ansprechpartner hatte und wo wir dann auch unser Zelt und alles hergekriegt haben, so dass wir dann nichts mitnehmen brauchten. Wir haben uns da ein Van geliehen und haben dann ganz viel gezeltet halt oder im Van geschlafen und genau. Und deswegen, das war dann schon ganz cool, dass die da schon mal war und dadurch auch verschiedene Gemeinden kannte und genau, da haben wir das genutzt und das war echt eine tolle Zeit auch. Ja. Genau. Ich bin auch über christliche Unternehmerreisen nach Amerika gekommen, ja. Über den Jörg Dobler. Und wir waren dann auch in ganz verschiedenen kirchlichen Einrichtungen. Haben wir uns angeschaut, der kirchlichen Unternehmer haben wir uns angeschaut, war als christliche Unternehmer. Das war schon hochinteressant, ja. Ja. Das glaube ich schon. Sehr geballt, aber schöne Zeit. So, jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Okay. Und die Abschlussfrage, die darfst du dir mal selber stellen. Stell dir mal selber eine Frage für die Zukunft. Wow. Ich fand die Frage, die ihr mir geschickt habt, die hat mir einige Fragen im Vorfeld geschickt, wo ich dann eigentlich so die Unternehmer in Deutschland sehe. Oder, ne, glaube ich, war eins auch. Oder die christlichen Unternehmer. Und da habe ich mir auch gedacht, so, ich wünsche mir so sehr, dass wir als deutsche Christen wirklich noch mehr dieses Bild bekommen oder vielleicht da es sogar irgendwie Schulen gibt oder Ausbildungen, wo christliche Unternehmer hingehen können und wirklich noch mal mehr lernen, wie wir Gott in unser Arbeitsfeld reinbringen können und er noch mehr wirken kann. Das wäre auch ein Traum von mir. Ja. Dankeschön, Doris, dass du teilgenommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ihr das macht. Das ist eine tolle Sache. Dankeschön. Dankeschön. Abonniere jetzt unseren Podcast, like die Folge und kommentiere. Christsein im Business. Der Mutmacher-Talk. Mit Kathleen Kitsche und Walter Stuber.